Wie steht es eigentlich um meine Anlage? In diesem Video möchte ich einmal Bilanz ziehen, in die Vergangenheit schauen, die Gegenwart und die Zukunft. Liebe Modellbahnfreunde aus Ost und West, seit nunmehr 2 Jahren besteht dieser Kanal, auf dem ich euch mit wachsender Begeisterung in die Welt der Spur-N-Produkte aus der DDR entführen möchte. Dass ihr meine Basteleien, meine Vorstellungen, meine Ideen mit solch einer Begeisterung kommentiert, begleitet, erfüllt mich mit großer Freude und spornt mich immer wieder an, euch auch in Zukunft abwechslungsreiche Inhalte zu bieten. Die regelmäßigen Begleiter meines Kanals wissen, dass ich den Anspruch habe, mit Originalmaterial die damaligen Anlagen und die Ästhetik von damals nachzuempfinden. Sammlerglück sei Dank konnte ich zahlreiche Modelle mittlerweile zusammentragen, also das Rollmaterial, aber eben auch Gebäude etc. Und dank der tollen Modellbahngemeinschaft wurden mir auch viele Spenden zu eigen, die ich immer wieder euch präsentieren möchte, aufarbeiten möchte, und dies wird auch in Zukunft weiterhin auf diesem Kanal zu sehen sein. Im Folgenden möchte ich die Geschichte meiner Anlage, die ja selbst Geschichte nachempfindet, euch anhand ausgewählter Stationen zusammenfassen. Wie sich einige von euch vielleicht noch erinnern, hat meine Anlage ein reales Vorbild. Im Jahre 1969 wurde im DDR-Magazin Der Modelleisenbahner eine Anlage vorgestellt, die ein gewisser Herr Netto aus Dresden errichtet hatte. Das zugrunde gelegte Großstadtmotiv sprach mich sofort an und ich machte mich auf die Suche, Material für Schienen, aber eben auch die Gebäude zusammenzusammeln. Bei der Umsetzung des Gleisplans habe ich mich weitgehend an das Vorbild gehalten, so gut es ging. Die Bodenplatte der Anlage ist aus Holz gehalten, damit es möglichst leicht ist. Sie ist teilbar. Im Hintergrund habt ihr die Anlage ohne die landschaftlichen Aufbauten, also quasi im Rohzustand, gesehen. Es gibt mehrere Abschnitte, hier beispielsweise den Güterbahnhof, und im Folgenden möchte ich euch den Zustand im Mai 2024 vorstellen. Beginnen möchte ich mit der sogenannten gemütlichen Ecke. Das ist dieser Taleinschnitt, den ich aus 2 verschiedenen Abschnitten zusammengesetzt habe. Zum einen rechter Hand die Felsenwand aus Kohlen gefertigt und linker Hand dieses Plateau mit der Aussichtsplattform, die gemütliche Ecke. Damit ich das Ganze recht leicht halten kann, baue ich viel mit Styropor, das ich verkleide bzw. anmale und mit Gips verkleide. Diese Ecke im Ganzen ist zusammengestellt als romantisches Szenario mit verschiedenen Raffinessen, und immer wieder verwende ich auch Originalmaterial aus der DDR und eben auch viele Naturmaterialien. Das hier ist der Untergrund der Styroporfelsen bzw. der Holzkohlefelsen, die ich hier im Hintergrund anfertige. Wie das alles beschrieben wird, viele Teile, verlinke ich auch unten in der Beschreibung, könnt ihr nochmal anschauen, wie es dann im Konkreten funktioniert. Diese Steine habe ich dann zusammengeschichtet und mit Grünzeug verschiedener Art, Moose, aber eben auch künstliche Materialien begrünt. Und schon kann die erste Eisenbahn durchfahren durch das ganze Szenario. Ich bin mit dieser Ecke besonders zufrieden und es war auch eines meiner ersten landschaftlichen Projekte, die hier im Ganzen fertiggestellt wurde. Eine schöne Fotoecke. Im Weiteren auf der Paradestrecke, wo sich hier die Bahn gerade bewegt, eine Rampe, die nach oben führt, auf Höhe des Bahnhofes. Das ist die Rampe, die hinabführt, mit verschiedenen Details. Hier beispielsweise ein verwitterter Unterstand, den ich aus stärkerem Aluminium geformt habe. Im Ganzen begrünt dann hier der Taleinschnitt, später dazu mehr, zu der Sandsteinwand und zur Betonwand. Alles verschiedene Herausforderungen, die ich hier auf mich genommen habe, um ein möglichst stimmiges und abwechslungsreiches Bild zu zaubern. Hier sieht man auch einmal, wie ich die Wand gestaltet habe. Dieser Sandstein ist echter Sandstein aus der Umgebung, die ich gesammelt habe und zusammengefügt habe. Und im rechten Licht ist es dann doch eine Freude anzuschauen. Generell ein schöner Abschnitt mit dem vielen Grün, recht romantisch gehalten und in Kontrast zu der Hauptstrecke stehend. Dieser Einschnitt hier. Und auch diesmal darf selbstverständlich der Musiktipp nicht fehlen. Diesmal lege ich euch das Album Stundenschlag der Band Deren Meißen aus dem Jahre 1982 ans Herz.
Mit dem Album verabschiedet sich Stern Meißen langsam vom Progressive Rock der 1970er Jahre und geht über in die Musik der 80er Jahre, Pop- und New Wave Musik. Hier zu erwähnen bei dem Lied ganz klasse der Bass beispielsweise und eben auch die Texte, die in typischer Stern Meißen oder Stern-Kombo Meißen Manier recht episch geraten. Tag für Tag reißt mir der Stundenschlag mein Leben aus dem Leib. Ich sinke in das Buch Vergangenheit. Dort fülle ich irgendwann eine Seite oder grad ein Wort, dort wird mein Leben festgeschrieben für alle Zeit. Für Fans dieser Musik einfach großartig, unbedingt reinhören. Weiter geht die Reise über die Anlage, hier der Einschnitt von einer anderen Seite mit dem Originalmaterial von damals, hier die Platten, die ich verarbeitet habe, diese bedruckten Kartonageplatten und eben auch dieses Vlog-Material von damals, was ich hier verwendet habe. Ein Blick jetzt noch einmal auf das Gewerbe bzw. Industriegebiet mit dem Güterbahnhof. Hier die PGH Jon Scher und Genossen, Eisenbahnmodellbau. Dieses Gebäude habe ich auch selbst gebaut von Grund auf. Natürlich die Straße der Besten, wo hier die Helden der Arbeit ausgestellt werden. Hier zeige ich euch, wie ich das Ganze gestaltet habe. Mit den Dachpappen beispielsweise, mit dem Schornstein, wo ich auch Originalmaterial von damals verwendet habe, um das Ganze nachzugestalten. Auch dieses Szenario ist mittlerweile komplett. Hier der Vorplatz mit den Kohlelagerstätten, Braunkohle natürlich, Braunkohlebriketts, die ich hier nachempfunden habe. Das Ganze selbstverständlich selbst hergestellt. Dieser Abschnitt gefällt mir auch besonders gut, weil er verwittert ist, sehr industriell. Der Charme der Industrie und des Gewerbes ist hier gut vollbracht. Man sieht hier diesen Betonprellbock, den ich selbst konstruiert habe. Dann auch verschiedene Stellen. Dieses Nachempfinden des Betons macht mir große Freude. Das Verwittern, diese vielen Details, die ich hier anbringen kann und diese ganze Eisenbahnatmosphäre, die ich hier versuche einzufangen, was eine große Herausforderung ist, aber auch was ein sehr lohnenswerter Prozess ist, weil man sich hier wirklich ideentechnisch austoben kann. Das Ganze ist auch beleuchtet mit Originallampen aus der damaligen Zeit, aus der DDR. Die werde ich auch später noch einmal anschließen. Das Ganze ist gelegt, nur ich habe das noch nicht gezeigt, wie es eben in der Nacht aussehen wird, dazu mehr später. Ich habe hier Abschnitte wie die Dieseltankstelle, nachempfunden nach einem Vorbild oder einem Vorschlag aus einem Modellbaubuch der DDR. Hier können die durstigen Dicken die Dieselloks auftanken. Die Technik der Anlage, Signaltechnik, abschaltbare Gleise etc. ist alles fertig installiert. Ich lasse immer wieder Züge fahren, Originalzüge selbstverständlich, in verschiedenen Zusammenstellungen. Das Bahnhofsvorfeld und auch hier mit dem Brückenbauwerk, mit der Betonoptik, die ich hier versucht habe nachzuempfinden. Die Technik werde ich später noch einmal zeigen. Dazu gibt es noch kein Video, aber nicht alles auf einmal. Hier vorne der Unterstand für die Arbeiter auf dem Güterbahnhof, selbstverständlich mit Parole, unser Arbeitsplatz, Kampfplatz für den Frieden. Wir haben hier den Minol LKW, dazu später auch noch einmal mehr. Wir haben hier die Wölfelstraße mit der HO-Gaststätte zum hungrigen Wölfle. Auch diesen Abschnitt werde ich später noch einmal vorstellen. Blick hier auf den Kirchberg und hier noch einmal die Bushaltestelle. Die große Eiche und dann hier hoch zum Kirchberg mit der Kirche St. Valentin, auch ein Vero-Modell aus DDR-Zeiten. Die Gedenkstätte für die Opfer des Faschismus, die Fahnen, das Stellwerk Neustadt, auch original von OVO aus DDR-Zeiten, dazu auch später noch eine Vorstellung. Dieser Abschnitt hat mir besonders viel Freude bereit zu gestalten. Diese Abhänge und diese verschiedenen Stufen waren interessant zu gestalten. Dazu folgt auch noch ein Video. Der Güterbahnhof ohnehin ist eines der Vorzeigestellen meiner Anlage. Dann wenden wir den Blick jetzt hier dem Bahnhofsareal zu
mit dem Kiosk, mit dem Bahnhof Lichtenberg und der Hauptverkehrsstraße, mit Flaggen und dem ganzen großstädtischen Flair, mit Plattenbauten, aber eben auch dem Ahornblatt, ein Kulturzentrum, wie ich es hier installiert habe. Jetzt kommt die Kaufhalle ins Blickfeld, auch ein Selbstbau. Doch zunächst richten wir unsere Aufmerksamkeit auf die Flaggen. Mein Antrieb war es, Flaggen möglichst naturgetreu, im Wind wehend darzustellen. Die Kombination aus Holzleim und Taschentuch war doch hier erfolgsversprechend. Die Flaggen mich dann angemalt und auch noch mit Emblemen, Wasserschiebebildern versehen, aufgestellt. Und ich finde, die Flaggen können sich wirklich sehen lassen. Die Kaufhalle selbst setzt sich durch verschiedene Elemente zusammen, beispielsweise das Dach ist sehr auffällig markant, aber eben auch die Flächen hier aus Waschbeton. Das Ganze habe ich nachempfunden durch die altbewährte Spritzmethode mit dem Pinsel. Verschiedene Glasflächen, es ist farblich höchst interessant, das Gebäude. Und auch hier ist das Ergebnis meiner Meinung nach überzeugend. Es gefällt mir, ich kann es gut platzieren und es harmoniert mit den umliegenden Gebäuden aus OVO-Produktion, also den vorgefertigten Standardmodellen, die ich hier platziert habe. Mit dem Bahnhof Lichtenberg, auch ein OVO-Produkt. Die Großstadt ist noch nicht fertig, es gibt noch einige Flächen zu gestalten, zu belegen, die Platten, Fliesen beispielsweise, die Abdeckung, Abgrenzung und so weiter und so weiter. Hier gibt es noch einiges zu tun. Hier haben wir im Bild Bäume, die ich aus Schafgarben gebastelt habe. Ich bastel gerne mit Naturmaterialien. Hier die T449.0, ein tschechoslowakisches Modell mit entsprechendem Güterzug. Hier ein neuer Abschnitt, das Ferienhaus. Diesen Abschnitt werde ich so gestalten, dass sich einzelne Teile austauschen lassen. Das Ganze ist nur provisorisch aufgestellt, um es auszutesten, wie es in Zukunft sein könnte. Eine Stellprobe quasi. Im Vordergrund die Paradestrecke mit den anliegenden Großbauten. Der Blick fällt mittig auf die Ausstellungskästen, wie sie in Großstädten, beispielsweise Karl-Marx-Stadt, zu finden waren. Wie ich das gebastelt habe, dazu gibt es auch ein eigenes Video, eines meiner frühen Werke. Aber doch noch Oldies but Goldies, würde man sagen. Diese Details beleben eben auch eine Großstadt und es geht nicht nur um die großen Gebäude, sondern eben um die vielen tausend Kleinigkeiten, die tausend kleinen Dinge, wie es in der DDR-Werbung hieß im Fernsehen in den 60er Jahren, die eben eine Modellbahn interessant und abwechslungsreich und glaubwürdig auch machen. Hier auf dem Dach Werbung für Furon beispielsweise, dann im Vordergrund die Baustelle, das ist auch ein Abschnitt, dem ich mich in Zukunft widmen werde, ein höchst vielversprechender Abschnitt. Hier ein Selbstbau, Selbstbauten sind auch so Themen, die ich immer wieder aufgreife, entweder Schenkungen von Thomas Langer beispielsweise, die ich aufbaue, oder eben auch eigene Konstruktionen, die ich auf meiner Anlage fahren werde. Hier seht ihr die ganze Anlage noch einmal im Vogelflug. Ihr seht, viel ist getan, vieles ist noch zu tun und ich würde mich freuen, wenn ihr auch in Zukunft weiter dabei seid, mich mit euren Kommentaren, euren Likes und gerne Abos noch unterstützt, weil es gibt noch viel zu tun. Ihr seht, noch einiges ist blank, vieles ist noch nicht erklärt, ist schon vorhanden, aber noch nicht ausführlich dargestellt. Alles Projekte, die in Zukunft kommen werden, ihr werdet nichts verpassen. Bleibt einfach dabei, bleibt mir gewogen, frönen wir gemeinsam unserem kreativen und interessanten Hobby. An dieser Stelle vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich freue mich, wenn ihr bald wieder einschaltet. Bis dahin, Glück auf und fahrt frei.